Die Wahrheit über Proteine. Bei Millionen von Amerikanern werden derzeit chronische Krankheiten und Leiden diagnostiziert, die die Schulmedizin noch immer nicht versteht. Viele andere erhalten nie eine Diagnose, leiden aber trotzdem unter allen möglichen Symptomen. Während die medizinische Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Chirurgie Erstaunliches geleistet hat, etwa die Entfernung eines Blinddarms oder eine lebensrettende Transplantation, weiß man immer noch sehr wenig über die wahren Ursachen chronischer Krankheiten und Symptome und wie sie geheilt werden können. Es bleiben chronische Mysterien. Da in den medizinischen Fachkreisen so gut wie kein Wissen darüber vorhanden ist, was bei chronischen Krankheiten wirklich im Körper vor sich geht, sind die Diagnosen und ein Großteil der Behandlungsempfehlungen, die die Menschen erhalten, wenig hilfreich oder in einigen Fällen sogar schädlich. Dieser Mangel an Wissen ist nicht die Schuld der wohlmeinenden Ärzte und Heilpraktiker. Die Wahrheit ist von der medizinischen Wissenschaft und Forschung einfach noch nicht entdeckt worden, was bedeutet, dass Menschen mit chronischen Krankheiten ungenaue Diagnosen und Behandlungsempfehlungen erhalten, die nicht wirklich zur Heilung führen. Der Grund, warum es so wichtig ist, dieses Thema zu beleuchten, ist, dass neben der Fehlinformation über alle chronischen Krankheiten eine Besessenheit von Proteinen besteht, die die Menschen krank hält und sie in Wahrheit kränker macht als jemals zuvor in der Geschichte. Protein auf Abwägen. Die medizinische Wissenschaft und Forschung sowie eine Fülle von trendigen Ernährungsformen drängen uns seit geraumer Zeit Proteine auf. Unsere Kultur ist so sehr mit Fakten über Proteine überschwemmt worden, dass die Menschen oft nur noch darauf achten, ob ein Lebensmittel einen hohen Proteingehalt hat oder nicht, wenn sie versuchen, eine gesunde Entscheidung für sich und ihre Familie zu treffen. Sie wissen nicht, dass sie auch die anderen Bestandteile der Lebensmittel berücksichtigen müssen, die möglicherweise schädlich sind. Leider ist dies kein neues Problem. Die falsche Darstellung des Stellenwerts von Proteinen in unserer Ernährung tauchte erstmals in den 30er Jahren auf. Protein wurde in der Lebensmittelindustrie schnell zu einem Schlagwort, um unsere Kaufentscheidungen dahin zu lenken, wo die Industrie wollte, dass wir unser Geld ausgeben. Leider ging es bei dieser Besessenheit von Proteinen, wie bei so vielen schlechten Aspekten der Industrie und unserer Kultur, nur darum, Geld zu verdienen und nicht darum, unsere Gesundheit oder die Gesundheit unserer Lieben zu fördern. Hätte die Industrie wirklich nur unser Bestes im Sinn, wäre viel Geld in eine weltweite Kampagne geflossen, um die Menschen zu ermutigen, mehr Obst, Blattgrün und Gemüse zu essen und Lebensmittel nach ihrem Vitamin-, Mineralien- und Antioxidantiengehalt auszuwählen. Ganz sicher wäre es nicht zu dem Proteindruck gekommen, den wir heute noch erleben. Dieser Proteinmythos hat zu einem großen Geschäft der Angst darüber geführt, wie viel Protein unser Körper wirklich braucht. In Wirklichkeit ist es nicht das Protein in der Nahrung, das die Leber benötigt, um die gesunden Proteine herzustellen, die sie verwendet. Es stimmt, es ist die Leber, die für die Herstellung der Proteine verantwortlich ist, die der Körper erkennen kann. Dies ist eine der unentdeckten chemischen Funktionen der Leber. Sie hat in Wahrheit über 2000 chemische Funktionen, von denen die medizinische Wissenschaft und Forschung jedoch nur einen Bruchteil entdeckt hat. Die meisten Proteine, die die Leber produziert, werden aus Obst, Blattgrün und Gemüse gewonnen, nicht aus dem Verzehr von Lebensmitteln, die die meisten Menschen als proteinreich ansehen, wie Eier, Speck, Joghurt, Rindfleisch, Huhn, Tofu, Fisch, Milch, Nüsse und Samen. Es ist zwar in Ordnung, einige dieser Lebensmittel zu essen, aber sie sollten nicht den Schwerpunkt der Ernährung bilden. Einer der Gründe dafür ist, dass es sich bei diesen Lebensmitteln eigentlich um fettreiche Nahrungsmittel handelt. Die Verbindung zwischen Protein und Fett. Überall, wo man hinsieht und mit wem man spricht, heißt es,
es sei wichtig, sich auf Proteine zu konzentrieren. Leider hat sich der Proteinmythos in unserer Gesellschaft zu sehr verankert. Selbst die intelligentesten, klügsten und am besten informierten Menschen glauben, dass Protein Gott gleichgesetzt ist, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht. Die Industrien, die diese Botschaft verbreiten, waren damit sehr erfolgreich. Eines der größten Probleme mit diesem Proteinmythos besteht darin, dass man zwar glaubt, das Richtige zu tun, wenn man sich proteinreich ernährt, dass man aber unbeabsichtigt auch eine fettreiche Ernährung zu sich nimmt. Diese Proteine und Fette lassen sich nicht voneinander trennen. Und eine fettreiche Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von chronischen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten und unzähligen Symptomen. Die wahren Ursachen für chronische Krankheiten wie Migräne, Hashimoto, Lupus, Fibromyalgie, Multiple Sklerose, Ekzeme, chronisches Müdigkeitssyndrom, Harnwegsinfekte, zystische Akne, Kribbeln und Taubheit, Diabetes, Autismus und vieles mehr sind Krankheitserreger, toxische Schwermetalle und andere Gifte, die nichts mit Proteinen zu tun haben. Und wenn die Ernährung zu fettreich ist, ist es für diese Krankheitserreger, Schwermetalle und Toxine, die für diese Krankheiten und Symptome verantwortlich sind, fast unmöglich, den Körper zu verlassen, da das Blut durch all das Fett und eine Vielzahl dieser Krankheitserreger, Toxine, Metalle und mehr im Blutkreislauf zu dick ist. Es liegt dann das sogenannte Dirty Blood Syndrome vor. Jeder einzelne Mensch hat heute verunreinigtes Blut. Das liegt an der Welt, in der wir leben, an den Krankheitserregern und Giften, denen wir ausgesetzt sind und die wir über unsere Familienlinien vererben, an der chronischen Dehydrierung, der sich die meisten Menschen nicht einmal bewusst sind, und an den Lebensmitteln, die wir essen. Diese wahren Ursachen sind der medizinischen Wissenschaft und Forschung immer noch unbekannt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, was wirklich hinter unseren Symptomen und Beschwerden steckt. Wenn wir darauf warten müssen, dass Wissenschaft und Forschung die Wahrheit über unsere Krankheiten und Symptome herausfinden, werden wir sehr lange Zeit unnötig leiden. Das ist es, was tragischerweise derzeit überall auf der Welt geschieht. Die Wahrheit ist für uns da, damit wir unsere Heilung und die Heilung der Menschen, die wir lieben, selbst in die Hand nehmen können. Heutzutage gibt es die weit verbreitete Meinung, dass das Gehirn aus Fett besteht und man zu viel gesunde Fette essen muss, um eine gute Gehirngesundheit und Funktion zu haben. Leider ist dies eine schädliche Fehlinformation. Fettreiche Ernährungsweisen sind verheerend für das Gehirn. In Wahrheit enthält das Gehirn nur einen mikroskopisch kleinen Anteil an Fett. Abgesehen von diesen geringen Spuren von Omegas ist das Gehirn hauptsächlich ein gallertartiges Organ, das aus Zucker besteht. Das Gehirn läuft mit Glucose, nicht mit Fett, und ohne genügend Glucose beginnt das Gehirn zu schrumpfen. Wir werden älter und es bekommt nicht genug Glucose durch fettreiche, proteinreiche, kohlenhydratarme Ernährungen, die Obst und Kartoffeln fürchten. Es sind Glucose und Mineralsalze, die es dem Gehirn ermöglichen, jede einzelne seiner Funktionen auszuführen. Natürlicher Zucker, wie er in Obst und natürlichen Kohlenhydraten wie Kartoffeln, Süßkartoffeln und Kürbissen vorkommt, sowie Mineralsalze tragen zum Muskelaufbau bei. Fett hingegen verhindert, dass Muskeln aufgebaut werden. Diejenigen, die Eiweißshakes trinken, sollten wissen, dass die versteckten Inhaltsstoffe in diesen Shakes, die eigentlich für ihre Muskelmasse verantwortlich sind, Zucker und Kohlenhydrate sind. Und es ist die Zeit, die man im Fitnessstudio verbringt oder Sport treibt, die Muskeln aufbaut, nicht das Protein in den Shakes oder andere Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Überrascht? Die Tatsache, dass wir uns so weit von dieser Wahrheit entfernt haben, zeigt, wie sehr sich diese übermäßige Konzentration auf Proteine verfestigt hat.
Wenn du daran interessiert bist, deine Muskelmasse zu erhalten, solltest du ausreichend Obst, Blattgrün und Gemüse essen. Trinke zum Beispiel Selleriesaft, der reich an Mineralsalzen ist, um zu verhindern, dass deine Muskeln verkümmern und um die Giftstoffe zu entfernen, die verhindern, dass die Muskeln wachsen. Protein ist auch nicht dazu da, den Hunger zu stillen. Oft heißt es, man müsse Eier zum Frühstück essen, um sich satt zu fühlen, oder Hähnchen oder Tofu zum Gemüse. Hier verwirrt das Sättigungsgefühl, das man nach dem Verzehr von tierischen Proteinen oder proteinreichen pflanzlichen Lebensmitteln wie Sojaprodukten und Nüssen hat. Der Grund für das Sättigungsgefühl nach dem Verzehr von tierischem Eiweiß oder Soja liegt nicht am Protein in der Nahrung, sondern am Fett. Große Mengen an Fetten sind jedoch schädlich für die Leber. Stattdessen gilt es, genügend Kalorien von den Lebensmitteln zu sich zu nehmen, die der Gesundheit am zuträglichsten sind. Obst, Blattgrün und Gemüse, einschließlich Kartoffeln, Süßkartoffeln und Winterkürbisse. Das Fett in der Ernährung reduzieren. Menschen, die sich pflanzlich und tierisch ernähren, tappen in dieselbe Falle, wenn es um eine fettreiche Ernährung geht. Als Veganer isst du vielleicht jeden Tag zu viele Nüsse, Öle oder Avocados, füllst deine Smoothies mit Mandelbutter oder Chiasamen auf oder isst jeden Abend Tofu, der von Natur aus viel Fett enthält. Wer tierische Produkte isst und zu jeder Mahlzeit tierisches Protein zu sich nimmt, isst auch zu viel Fett. Milchprodukte und Eier sind ebenfalls problematisch und sollten von jedem gemieden werden, der an einem Symptom oder einer Krankheit leidet oder einer solchen vorbeugen möchte, da sie Krankheiten und Bakterien nähren. Diejenigen, die sich mit tierischem Protein und pflanzlicher Nahrung ernähren, sind besorgt über das Altern, aber wenn sie sich zu sehr auf Proteine konzentrieren, selbst wenn es sich um einen Athleten ohne Körperfett handelt, ist es wahrscheinlich, dass bei ihnen Symptome auftreten, die üblicherweise mit dem Altern verbunden sind, oder dass bei ihnen eine Krankheit oder ein Symptom auftritt, das auf die Menge an Fett in der Nahrung zurückzuführen ist. Dies kann sich als eine Vielzahl von Krankheiten äußern, aber am häufigsten werden Herzinfarkte, Schlaganfälle und Diabetes verursacht, die alle von einer toxischen, trägen Leber und dickem, verunreinigten Blut herrühren. Letzten Endes spielt es keine Rolle, welche Symptome oder welche Krankheit du hast. Das goldene Ticket, das dich bei der Heilung voranbringt, ist eine fettarme Ernährung. Selbst die berühmten proteinreichen Ernährungsweisen sind nicht so wirksam, wie wir es uns wünschen würden. Sie können die Sache sogar noch verschlimmern, denn je mehr Protein in einer Ernährung enthalten ist, desto mehr Fette enthält sie. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann ich denn essen? Die Wahrheit ist, dass Proteine in allen natürlichen, vollwertigen Lebensmitteln enthalten sind, sodass die Möglichkeiten endlos sind. Roher Spinat und Nori enthalten sehr viel Protein. Kartoffeln werden oft gemieden, aber die Schale einer Kartoffel enthält heilendes Protein. Tomaten enthalten Proteine. Bananen enthalten nicht nur Proteine, sondern sättigen auch aufgrund ihrer Kalorienzahl. Außerdem töten die Kohlenhydrate in Bananen Viren im Darm ab und helfen so bei der Heilung von Zöliakie, Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn und Colitis. Sie wehren auch Retroviren wie HIV und Herpesviren wie Epstein-Barr, Gürtelrose und HHV ab, und zwar sowohl die entdeckten als auch viele unentdeckte Stämme. Orangen und Äpfel enthalten etwas Protein und tragen dazu bei, die Leber gesund zu halten, was Vorrang vor Protein haben sollte. Wenn du dich pflanzlich ernährst, kannst du etwas Avocado und einige Nüsse und Samen essen, aber wenn es dir um die Heilung von Symptomen und Krankheiten und um die bestmögliche Gesundheit geht, solltest du dich auf eine Fülle von frischem Obst, Blattgrün und Gemüse konzentrieren, einschließlich kohlenhydratreichem Gemüse, Kartoffeln und Kürbissen. Wenn du tierische Produkte isst, versuche, dich an eine kleinere Portion pro Tag zu halten, während du mehr und mehr Obst, Blattgrün und Gemüse zu dir nimmst. Die Sättigung sollte nicht auf Fetten und Proteinen beruhen,
sondern auf einer ausreichenden Zufuhr von gesunden Kohlenhydraten und Glucose aus Obst und kohlenhydratreichem Gemüse. Es ist eine angemessene Kalorienmenge, die sättigt, nicht der Verzehr von Fett und Proteinen. Diese Lebensmittel wirken nur deshalb sättigender, weil eine so kleine Menge davon eine so große Menge an Fett und Kalorien liefert. Bei frischem Obst, Blattgrün und Gemüse hingegen benötigen wir mehr Kalorien, aber dafür fühlen wir uns gesättigt und geben unserem Körper die Nährstoffe, die er so dringend braucht. Konzentriere dich stattdessen auf köstliche Mahlzeiten und Snacks, wie das Pfirsich-Ingwer-Sorbet, Karamell-Apfelringe, das Ratatouille, die Linsentacos, das Blumenkohl-Sushi oder eines der vielen anderen köstlichen Rezepte aus Heile deine Leber. Nach vorne blicken. Für deine Gesundheit und die deiner Angehörigen ist es wichtig, dass du weißt, dass der heutige Trend zum hohen Proteingehalt dir nicht wirklich hilft oder dich bei der Heilung von Symptomen und Krankheiten unterstützt. Einige der besseren Ernährungsformen mit hohem Proteingehalt empfehlen, verarbeitete Lebensmittel aus der Ernährung zu streichen, was absolut hilfreich ist und der Grund dafür, dass manche Menschen eine Zeit lang eine Verbesserung ihres Wohlbefindens feststellen. Der hohe Anteil an Proteinen und Fetten in diesen Ernährungsformen wird jedoch mit der Zeit zu Krankheiten und einer Verschlechterung der Lebensqualität führen. Unabhängig davon, wie du dich ernährst, geht es darum, dass du dich weniger auf Proteine konzentrieren solltest, denn das Fett, das mit den Proteinen einhergeht, ist für jeden, der an einer Krankheit oder einem Symptom leidet, problematisch. Unabhängig davon, ob du dich von tierischem oder pflanzlichem Protein ernährst, führt eine zu fettreiche Ernährung letztendlich zu einer Krankheit oder einem Symptom. Unsere Besessenheit von Proteinen ist zu weit gegangen. Es ist eine Falle, die uns und unsere Lieben krank machen wird. Außerdem wird sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu immer mehr Unfruchtbarkeit führen. Wir können vielleicht nicht die Medizin oder Ernährungsindustrie ändern, aber wir können unsere eigene Ernährung und unser Glaubenssystem ändern und den Menschen um uns herum helfen. Wir können uns an diese Wahrheiten halten und mit dieser Weisheit können wir Entscheidungen treffen, die uns unterstützen und uns nicht behindern. Weiterführende Informationen über zu vermeidende Nahrungsmittel, über den Mythos des hohen Fett- und Proteingehalts und wie du deine Leber und deine allgemeine Gesundheit unterstützen kannst, findest du im Buch Heile deine Leber. Mehr über das Spiel mit den Genen erfährst du im Buch Heile deine Schilddrüse. Für weitere Informationen über unentdeckte Virenstämme lies im Buch Mediale Medizin und Heile deine Leber. Danke fürs Zuhören, sagt dein Selleriesaft und Co-Team. Weitere spannende Infos rund um Anthony William findest du auf selleriesaft.com. Bis zum nächsten Mal.